schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist kein Clickbait-Titel. Es ist wirklich so, wir ziehen nach England. Aufregend, ein bisschen nerve-wracking sozusagen. Ja. Also wir wissen schon länger von dieser Sache. Wir haben es relativ lange geheim gehalten, weil wir erstmal sicher gehen wollten, dass wir das wirklich machen. Und wir wollten auch erstmal Familie und Freunden Bescheid geben. Jetzt wird es aber langsam wirklich real. Ja, irgendwie, aber noch nicht so wirklich. Ja, so langsam wird es real und da wird sich natürlich dann auf Social Media und auf YouTube einiges ändern und deshalb wollte ich das auch mit euch teilen, was ja wirklich eine große Lebensveränderung ist. Wie ist es dazu gekommen? Wir haben uns jetzt nicht spontan dafür entschieden, wir ziehen jetzt einfach mal nach England und zwar hat Jessie einen Job in England bekommen. Soll ich jetzt erzählen? Wie du dazu gekommen bist. Also nach unserer Reise, also nach unserer Hochzeit sind wir 2 Wochen nach England gegangen und wir haben gedacht, wir könnten uns das vorstellen. Und ich hatte schon ein bisschen Schwierigkeit, einen neuen Job hier in Berlin zu finden. Ich bin Wissenschaftler, wie das in der Wissenschaft ist. Die Verträge sind immer sehr kurzfristig. Mein jetziger Vertrag ist jetzt abgelaufen und wir haben kein neues Projekt, so neuer Antrag durchgekriegt. Leider. Dann habe ich mich einfach für eine Stelle in Exeter beworben. In England. Ja. Sorry. Genau, wir ziehen euch nach Exeter, wenn ihr fragt, wohin. Wir ziehen nicht nach London oder so, wir ziehen nach Exeter. Das ist im Südwesten. Und ich muss auch sagen, Jessie hat sich für eine sehr, sehr gute Stelle beworben. Der hat sich nicht einfach für irgendeine Stelle in England beworben. Das ist wirklich ein toller Professor, ist eine tolle Uni, ist eine tolle Stelle und bietet einfach so viel. Also er hat sich für eine sehr gute Stelle beworben. Und hat die ziemlich schnell bekommen. Aber ja, und dann habe ich die bekommen. Und es ist schon eine coole Stelle. Also es geht um Nachhaltigkeit und wie wir Datenwissenschaft, sagt man das? Data Science? Du kannst auch Data Science sagen. In Richtung Nachhaltigkeit benutzen können. Wie gesagt, er hat lang in Berlin nach einem Job gesucht, in Deutschland nach einem Job gesucht und es ist einfach nicht so einfach in der Wissenschaft, die wird einfach nicht so stark supported, obwohl er genau in diesen Trendthemen arbeitet, also Biodiversität, Nachhaltigkeit und Klimaforschung. Deshalb hat er sich auch ein bisschen weiter außerhalb umgeschaut und was bekommen. Und ja, es hat geklappt. Also warst du sehr überzeugend. Herzlichen Glückwunsch. Und er dachte, er muss vielleicht nochmal vor Ort sich vorstellen, bevor er den Job bekommt, aber er wurde ihm sofort angeboten. Und ja, wir haben kurz nach Bedenkzeit gefragt, weil es wie gesagt so ein großer Schritt ist. Also auch wenn dieser Job richtig, richtig geil ist und es cool ist, was Neues zu machen, es ist eine sehr große Veränderung für uns. Also wir fühlen uns hier in Berlin sehr wohl, wir haben tolle Freunde, wir haben eine schöne Wohnung. Wir haben uns dann für England entschieden. Auch einfach sehr anders. Also Exeter ist eine sehr kleine Stadt, ganz anders als Berlin. Wie viele Einwohner nochmal? 150.000. Ungefähr 150.000 Einwohner. Aber das Coole daran ist, wir waren dann heimlich, wann war es? Im Oktober oder November? Ende Oktober. Ende Oktober waren wir dann in Exeter, um uns das mal anzuschauen, damit er auch mit den Professoren sprechen kann und dann 100% den Job annehmen kann und wir mal gucken, ob wir uns überhaupt wohlfühlen in der Stadt, wenn wir jetzt gesagt hätten, das gefällt uns ja gar nicht, das ist schrecklich. Aber so war es überhaupt nicht. Und zwar ist es eine relativ kleine Stadt, aber hat einfach so vieles an veganen und nachhaltigen Angeboten. Es gibt irgendwie einen Biomarkt, es gibt irgendwie einen veganen Milkman Lieferservice. Cool. Fashionläden, es gibt vegane Cafés, es gibt richtig viele coole Sachen, die uns auch interessieren und die uns wichtig sind. Und das hat uns auch nochmal ein positives Gefühl gegeben. Und zu der Frage nach wann wir umziehen. Also wir dachten erst so März, April, vielleicht auch Mai. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir werden jetzt erstmal Ende Januar, Anfang Februar nach England fahren mit dem Zug und wir werden erstmal ein paar Tage in London verbringen und dann in Exeter werden wir auf Häusersuche gehen, uns ein Haus suchen. Da hat man eher so Häuser, wir wollen nämlich eigentlich auch einen Garten haben. Je nachdem, wie gut das dann klappt, ob wir da jetzt dann schon was finden, ziehen wir früher um. Drückt uns die Daumen auf jeden Fall, Fingers crossed, macht man in Amerika und in Deutschland Daumen drücken. Die Daumen, woher kommt das? Weiß ich nicht. Wo kommt das? Das weiß ich auch nicht. Macht einfach beides für uns, dass wir was Schönes schnell finden. Davon hängt es dann auch ab, wann wir dann umziehen. Und dann kommt es auch darauf an, wie das alles mit den Unterlagen geht. Das ist natürlich auch ein riesen Verwaltungsaufwand, sich hier abzumelden, dort anzumelden. Also logistisch gesehen auch nicht so easy, weil wir natürlich auch hier alles mitnehmen werden. Unsere Möbel und unsere Sachen. Sie kriegt schon Schweiß aus. Nein, alles gut.
Vielleicht werde ich auch öfter mal in London sein. Die Verbindung ist recht gut. Also es gibt einen guten Zug, der braucht so 2 Stunden. An den Inhalten her werde ich jetzt nicht groß was ändern, aber natürlich habe ich dann neuen Input in England. Ich kann mich bei Beach Cleanups zum Beispiel beteiligen, mich bei Extinction Rebellion ein bisschen mehr engagieren. Die sind da auch in Exeter relativ groß. Und auch bei den Nachhaltigkeitsthemen habe ich einfach neuen Input, was mich natürlich auch sehr freut. Aber ich bin auch mal gespannt, wie das so mit Kooperationen weiterläuft. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das machen werden. Aber da bin ich recht positiv, also dass das schon irgendwie weiterlaufen wird. Und ich will ja auch dieses Jahr, also in 2020, jetzt in diesem Jahr, möchte ich auch ein Kochbuch schreiben und auch ein bisschen mehr Zeit dafür verwenden. Und das kann ich dann ja auch vielleicht nutzen. Vielleicht habe ich mehr Zeit dafür. Ja, und wir haben noch ein paar andere Projekte, die wir weitermachen wollen in 2020. Und es geht auch von England aus. Wir müssen einfach mal schauen, wie wir das alles machen. Wie gesagt, wir haben es nicht so richtig geplant, dass wir jetzt nach England ziehen. Es war doch relativ spontan, aber dass es dann so schnell geklappt hat. Ich habe nicht gedacht, dass ich den Job kriege. Es war einfach, schauen wir mal, was passiert. Wir haben immer gesagt, wenn ich einen Job irgendwo anders, so in irgendein anderes Land kriege, würden wir dann erstmal bewerben, dann schauen, was passiert. Und jetzt war das jetzt so. ist es einfach passiert. Man kann immer so viel drüber sprechen, so ja, klar, wenn er einen geilen Job in was weiß ich wo bekommt, natürlich ziehen wir dahin, aber als es dann wirklich eintraf, war das dann so ein kleiner Schockmoment. Also es war so, viele haben mich auch gefragt, wie fühlst du dich, wie findest du das? Und ich habe immer so gesagt, 50-50, weil zu 50% habe ich mich mega gefreut, ich fand es richtig cool, wir fanden ja auch England im Urlaub richtig cool und ich freue mich, dass ich mal was Neues mache, einen Tapetenwechsel bekomme und neuen Input bekomme, neue Leute kennenlerne. Die anderen 50% sind aber natürlich der Verwaltungsaufwand, das ganze Logistische und dass wir natürlich dann noch weiter weg sind von Familie. Wir haben es ja schon ein bisschen schwerer, dass Familie überall auf der Welt bei uns verteilt ist und in England haben wir dann gar keine Familie. Wenigstens hatten wir in Berlin, in Deutschland natürlich auch Familie, aber manchmal auch ein bisschen weiter weg. Aber Jessie hat natürlich Familie in Südafrika und Amerika, in den USA, ich noch in Serbien und jetzt sind die noch weiter weg. Und wir hatten eigentlich einen von die 4 Länder aussuchen sollen. Wir hätten nicht vielleicht noch weiter weggehen sollen. Was natürlich aber auch sehr, sehr schade ist, dass wir uns hier in Berlin so einen großen Freundeskreis aufgebaut haben mittlerweile. Also was heißt groß? Ist kein riesiger, aber wirklich so ein sehr schöner Freundeskreis, ein sehr intensiver und das wird auch schwierig zu verlassen. Ja, auf jeden Fall. Viele haben uns auch gefragt, ob wir Berlin vermissen werden. Wirst du Berlin vermissen? Ja, die Leute, Berlin ist auch ein coole Stadt. Also wenn wir in Deutschland bleiben, will ich in Berlin bleiben. Oder wenn wir in Deutschland Berlin geblieben ist eine echt wäre. coole Stadt. Eigentlich der einzige Großstadt, wo ich wohnen will. Also auf keinen Fall London oder New York oder die sind einfach zu groß, zu hektisch. Berlin ist... Ja, wir hatten auch die Option, nach London zu ziehen. Also dass er in Exeter arbeitet, aber nicht immer da ist und wir in London wohnen wollen. Aber ich habe gleich gesagt, ich will nicht nach London ziehen. Also Berlin als Großstadt ist gut so von der Größe und der Art her. Natürlich ändert sich das jetzt auch ein bisschen. Ja, wir wollten nicht in eine noch größere Großstadt ziehen. Und ich glaube, es ist doch mal ganz schön, in so einer kleineren Stadt zu wohnen und mal so ein bisschen Kleinstadt-Feeling mitzubekommen. Das Schöne wirklich in England ist, dass die kleinen Städte und Dörfer, die haben einfach gute Angebote. Da ist einfach auch ziemlich viel los. Auch Fun Fact, ich folge jetzt schon lange dem Hashtag Exeter oder schaue dann immer mal wieder so rein, was so passiert. Und habe auch so ein paar Exeter-Seiten abonniert und da ist echt viel los und darauf freue ich mich auch schon. Es gibt auch so eine Fair-Fashion-Show, die wir jetzt leider verpassen. Hast du Hunger? Ja, sorry. Das war vielleicht auf die... Das Mikro ist so halb auf deinem Bauch. Ups. Bald gibt's Essen. Genau, es gibt da bald eine Fair Fashion Show, die wir leider verpassen werden. Es gibt Vegan Festivals, Vegan Market. Jetzt haben die gerade zu Veganuary so einen Vegan Trail. Also richtig geil. Und darauf freuen wir uns sehr. Und als nächstes werden wir jetzt Ende Januar nach London fahren, dann nach Exeter und hoffentlich was finden. Ich freue mich auch, nah am Strand zu sein. Das ist das schon... habe ich vergessen zu erwähnen, wie eigentlich die Location ist. Ja, ist geil, oder? Erzähl das ist so Südwesten, ist die Bundesstadt. Heißt das Bundesstadt? Grafschaft. Heißt Devon. Und die ist so, wo die Engländer Urlaub machen eigentlich, ja, oder? Eigentlich schon, ja. Und es ist so, wir sind eine halbe Stunde bis eine Stunde von so viele schöne Stände und so viele schöne Naturpark und... Ja, wir haben auch schon so viel auf Instagram abgespeichert, was wir uns dann anschauen wollen. Und ja, von der Landschaft her ist es einfach so schön und von der Lage. Jessie ist am Meer groß geworden auf Long Island und hat das schon immer vermisst, aber...
Ich wusste jetzt auch nicht, wo wir hinziehen sollen, damit wir näher am Strand sind. In Deutschland? Ja, irgendwie hatten wir nie so richtig die Möglichkeit, irgendwo näher an den Strand wieder zu ziehen, näher ans Meer zu ziehen. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit und Jessys Traum sozusagen ging eigentlich in Erfüllung, dass du wieder am Meer wohnst sozusagen. Und ich glaube, der nächste schöne Strand ist eine halbe Stunde entfernt ungefähr. Also mit dem Zug sogar nur 20 Minuten. Aufregend auf jeden Fall und ich nehme euch mit. Ich bin sehr dankbar, dass du mich so unterstützt hast. Oh, der Knut. Ich muss dich jetzt gleich erstmal bei den Sachen essen unterstützen, glaube ich. Was ich sagen wollte, naja, er war jetzt ja auch 10 Jahre hier bei mir in Deutschland. Jetzt kann ich auch mal sozusagen meine Koffer packen und dich supporten mit deinem Karriere-Lifestyle-Toys. Oh je. Ihr wisst, was ich meine und ich werde auf jeden Fall euch auch ein bisschen mitnehmen in Vlogs oder vielleicht auch so ein bisschen so Erzählungen, auch wieder vielleicht solche Sit-Down-Videos. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, was kommt. Was denkst du über Brexit? Ach so. Das ist auf jeden Fall ein Kommentar. Ah, ja. Das kommt auf jeden Fall. Also wir denken da sehr viel drüber nach. Das wird auf jeden Fall ein Thema für uns auch sein. Aber Jessie bräuchte sowieso ein Visum als Amerikaner, was jetzt auch schon durchgegangen ist. Du erstmal nicht. Ich brauche jetzt erstmal kein Visum und dann mal gucken, wie das weiter läuft. Niemand weiß. Niemand weiß es so richtig, deshalb lassen wir das erstmal auf uns zukommen. Ich dachte, du weißt, was jetzt kommt in Sachen Abschluss des Videos. Nein, ich meinte so Kommentare. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Wie ist das immer? Likes, Kommentar, abonnieren. Ja, genau. Genau so. Macht ihr jetzt, ne? Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss. Schau in die Kamera, aber nicht auf das Ding. Ich habe die ganze Zeit da geschaut. Die ganze Zeit? Denke schon. Oh je. Na gut. Das solltest du ganz irgendwo reinschneiden. Ich habe immer gedacht, warum sehen meine Augen ein bisschen, die waren ein bisschen zu, weil ich habe so geschaut Ja. und statt so. Wir müssen das ganze Ding nochmal machen. Nein.